What is up, everybody? Welcome to this week's Jesse Spec YouTube video. Today I have a special guest, my friend Philippe from Rötheli Racing. Grüezi miteinander. And his awesome GR Yaris, and I'm gonna introduce you his car today. And many thanks to his wife for filming us. So without further ado, join me and let's dive right into it. All right, Philip, so I'm behind the camera now. So you're here in Lausanne, Belmont-sur-Lausanne, just in the Lavaux area. I asked you to come by today because honestly he's going to a meeting and an event for the GR Yaris that you see right here with Toyota Switzerland. So I wanted to ask you, tell us a little bit about yourself and your interests in cars. Ja, ich mache es auf Schweizerdeutsch, weil my English is not so very well. Ja, ich habe ursprünglich Automechaniker gelernt. Habe nachher noch etwa 2 Jahre auf dem Beruf gearbeitet und bin dann relativ gleich vom Beruf weg. Das Schrauben selber hat mich nie losgelassen. Ich schraube früher noch Velo, dann Töffli, dann Roller und dann Autos. Und, ja. Dann mit irgendwo 20 Jahren angefangen, ein bisschen auf die Rennstrecken zu gehen. Angefangen ursprünglich so ein bisschen Berg- und Slalomrennen in der Schweiz und in Österreich. Und dann nach ein paar Jahren entschieden, ich will zurück auf die Rundstrecke. Habe dann einen Mitsubishi Evo gekauft und angefangen umbauen für Time Attack. So habe ich dann auch den Jesse kennengelernt. Yeah. Weil ich habe immer Wedssport, dort mal noch TC 105N. Das war dort die aktuellste Felge, die wollte ich. Und das ist die Felge, die ich immer auch auf meinem Evo wollte. Ist dort mal ein bisschen außerhalb von meinem Budget gewesen. Und darum bin ich jedes Jahr wieder Wedssport angeschrieben, ob sie mich nicht sponsern würden. Und dann irgendwann hat sie sich so fest genervt, dass sie Jesse geschrieben und gesagt hat, du, schau mal, was ist denn da für einen? Und dann hat er sich bei mir gemeldet und so haben wir uns kennengelernt. Und so bin ich zu Wedssport gekommen, vor 6, 7 Jahren ungefähr. Und seitdem der Marke treu geblieben. Seitdem, egal auf dem Evo oder jetzt auch eben auf dem Yaris, gibt es für mich gar keine andere Felge als Wedssport und nicht mehr wegkommen. Cool. Thank you very much, man. All right, Phil, thanks for this introduction and reason how we met. It is a funny story, to be honest. Now, tell us why you have this beautiful GR Yaris behind you and what is the reason why you decided to buy this instead of your Time Attack Lancer Evolution, man. Ja, einer der Gründe war ganz einfach. Ich musste meinen Großeltern ein bisschen aushelfen und musste darum den Evo verkaufen. Und ja, und das ist der Grund, warum der Evo weg ist. Okay, I didn't know that. Ja, genau. Okay. Das ist der Grund, warum der Evo weg ist. Nachher war immer so ein bisschen die Frage, irgendetwas mit einem reasonable Budget, aber halt nicht wahnsinnig. Und ich habe dann den Fehler gemacht und bin an meinem Geburtstag letztes Jahr so einen Probe fahren, weil der lokale Händler gerade so einen hatte. Eingestiegen, 10 Kilometer gefahren und ich habe dort schon gewusst, ich bestelle einen. Okay. Ist noch mal nicht gegangen, bis ich ihn dann wirklich auch bestellt habe. Aber ja, für mich ist das Auto einer von diesen Nachfolgern für Subaru Impreza, STI, Mitsubishi Evo. Ist für mich einfach so ein bisschen der Nachfolger. Okay. Allrad, 270 PS, kleines, verhältnismäßig kleines Auto.
Ja. But it has 2 doors less. Die perfekte Anzahl Türen. Braucht auch nur 2 Sitze. Das ist ja so, ja. Ist das tipptopp. Oops, I spoke Swiss German. All right, Phil, awesome. Thanks for these explanations and stories. So now let's check out your car. So why don't you walk us through the modifications you made on your car and why you like it so much? Sehr gerne. Das Beste oder das Teuerste oder etwas vom Teuersten am Ganzen sieht man gar nicht. Und das ist das Ohlins-Fahrwerk, wo auch der Grund ist, warum das Auto effektiv überhaupt ein bisschen tiefer ist als Serie, weil die Serie ist ja halt doch schon eher ein kleiner Bus. Yeah, that's pretty low, man. Ja. How many mil did you lower it? Es sind nur 40 mm. Okay. Ja. That's like the maximum legally in Switzerland. Genau. Okay. War ebenfalls Felgen, selbstverständlich, wie vorher erwähnt, Wedssport SA99. Yeah, SA99s. Yep. In Correct. 8,5x18 mit Seriengröße ab Pneu 225 40 18. Okay. Ich habe für die Rennstrecke noch die TC 105X in 9,5x18 ET45. Okay. Can I ask you a quick question? Klar. You ordered for you and for a customer 2 different offsets, 35 and 45 and 9.5. Which ones do you prefer? Das ist eine gute Frage. Relativ schwierig oder umfangreich zu beantworten. Die 45er sind für mich die perfekte Dimension. Weil sie haben die gleiche Presstiefe wie auch die Serienfelgen. Okay. Darum wird auch die ganze Achsgeometrie, also Lenkroll, Halbmesser Yes. und der ganze Yeah. wird nicht verändert. Okay. Das Problem ist, und das ist ein bisschen das Problem, mit sehr viel Sturz, beziehungsweise alles, was über 2 Grad Sturz ist, kommen die Felgen innen als Federbein an. Oh, okay. Weil der Sturz bei diesem Auto wird eingestellt unten über den Achsschenkel, Okay. über eine Sturzschraube. Okay. So wie bei der Ja. Subaru Yes. das andere. Yes. Und darum braucht man, wenn man die Säbe fahren will, also die 45er, ET45, muss man andere Domlager fahren, um mehr Sturz zu fahren. Okay. Do you have those? Ja. ET35 passt dort durch perfekt. Mhm. Die passen einfach ohne weitere Modifikationen oder Anpassungen und sind darum für die nicht das ganze Auto modifizieren wollen, die bessere Lösung. Okay. Was man muss beachten ist, hinten wird es knapp von der Breite her. Hinten Okay. kommen es relativ weit raus. Je nach Pneu sind es dann schon fast zu weit raus. What tires do you use on your setups usually? Jetzt hier sind drauf 255, 35, 18. On the TC 105X, Genau. right? Auf Okay. der Yeah. 9,5x18er, das ist Okay. ziemlich die perfekte Größe. Alright. Wird hinten, je nach Pneu, die man hat, die einen sind ein bisschen breiter, Semis vor allem sind eher ein bisschen breiter. Yep. Yep. Mit ein bisschen schmaleren Strassenpneu geht da tiptop. Okay. Vorne braucht man auch ein bisschen Sturz, aber Okay. dann passt es Alright. perfekt. Perfect. All right, we saw the wheels. What's next? Bremsen. Okay. Bremsen sind schon serienmäßig relativ gut. Das Problem ist, die Bremsklötze vom originalen Yaris, sie sind günstig und sie bremsen gut, aber sie gehen einfach runter wie Glasse in der Sonne. Okay. Und die einen haben wirklich 1-2 Trackdays und dann sind die Klötze flach. Okay. Und das ist mit dem Grund, warum wir auf Endless gewechselt haben, weil einfach für Okay. auf dem Track sind. Okay. How do these brake pads feel on the road? Do they brake from cold or not? Ja. Okay. Also ich habe Endless CC RG, die Okay. funktionieren ab 50 Grad. Also ab Okay, 50, einmal ein bisschen okay. Bremsen funktionieren. Okay. Okay. Alles, wo dann, es gibt noch Rennbremsklötze von Endless, die braucht richtig Temperatur und wären meiner Meinung nach die falschen für auf der Straße. Okay. Was ebenfalls gemacht ist, sind Stahlflex-Bremsleitungen, inklusive auch Endless Rennbremsflüssigkeit. Auch dort wieder, es ist original schon nicht schlecht, jetzt einfach nochmal wirklich eine Stufe besser. Okay, so thanks for the explanation on the brakes and wheels. What are these pieces of plastic sticking out from the bottom? Genau. Wir haben einfach vorne und auf der Seite Anbauteile dran. Okay. Sind die einzigen, die in der Schweiz Gutachten haben. Und Okay.
mir ist sehr wichtig, dass alles, was wir an dem Auto machen, absolut legal ist. Und da ist der Grund, warum Okay. Good choice. Einfach Very good. ist. What's the brand? What is the brand? Brand ist HT Auto Okay. in UK. Okay. Awesome. It looks good. It definitely improves the look of the car a lot. Wir können es jetzt noch, der Perfektionist würde es jetzt noch schwarz Glanz lackieren. Yep. Die Chance ist groß, dass die mal noch kaputt gehen und drum. Yes, also yes. hat schon Ecken draussen. Oh really? I didn't Ja, even ja, see that. ja. Oh man. Steht halt ab und zu mal ein bisschen an. Yeah, that's front lip life. All right, great. So I saw you were developing some oil cooler kits for this car. Tell us Genau. more about that. Genau, wir haben, wo wir in Hochheim waren, einfach festgestellt, nach fast 2 Runden wird das Öl über 130 Grad heiß und Okay. ist einfach für mich zu viel und darum schlecht. Und darum haben wir Ölkühler-Kit gebaut für das Auto. Ist recht dezent, ist Plug and Play und nichts bohren, nichts schneiden, passt einfach rein. Okay. Was wir ebenfalls noch gemacht haben, man sieht es nicht so gut. Wir haben hier noch so ein Gitter hinter Okay. die Stoßstangen gemacht. Okay. Da ist einfach, also für mich der Grund, die Öffnungen serienmäßig sind sehr, sehr groß. Okay. Und ich habe doch schon 1-2 Steinschläge, auch im Ölkühler und auch im Ladeluftkühler drin. Okay. Und darum einfach das Gitter hinten rein, um sich ein bisschen zu schützen. I mean, it is a rally car, so stuff does fly around, I guess. So, yeah. Genau. Okay, good idea. Shall we go check the interior? Jawohl. All right, let's do that. So, what were you doing just before you came and see me? Wir sind beim DTC noch gewesen, um den Sitz prüfen zu lassen. Okay, Recaro, huh? Genau. Die originalen Sitze sind einfach sehr, sehr hoch montiert. Okay. Ich bin jetzt nur gerade 1,73 Meter, darum für mich geht es noch. Für dich, Jesse, Ja. wäre es richtig lustig. Du hättest vermutlich den Kopf so schon am Dach oben. Yeah, probably, yeah. Darum einfach die Sitz, um ein bisschen tiefer zu sitzen und auf der Rennstrecke, dass man nicht hin und her geht. Okay. Und auch da wieder DTC, dass es geprüft ist, dass alles legal ist, dass man auch Okay. mit dem Sitz können, ganz legal. It is a safety element, so Ja. you cannot mess with that, I guess. Genau. Yeah. Great. And what about the steering wheel? Did you do something to the steering wheel? Jawohl, da ist einfach mit Alcantara bezogen und noch ein bisschen aufgepolstert. Weil Nice. Das serienmäßige Lenkrad ist für mich sehr, sehr dünn, mehr so wie die alten Subaru-Lenkräder. Okay, I see. Yeah. Halt auch sehr dünn. Okay. Looks good. Looks good. Ja. That does not look like a Recaro, bro, from the back. Was wir ebenfalls noch gemacht haben, ist die Rückbank ausbauen, weil bei diesem Auto ist selbst ich mit meiner Größe auf der Rückbank kaum sitzen. Also ich hocke Okay. schon so drin. Okay. Darum ist für mich klar gewesen, die kommt raus, Rückbank draussen und jetzt von Stern Performance Parts heisst es. Okay. Gibt es da mit Teppich und Netz und allem, da kann man wenigstens noch ein bisschen Zeug laden, ohne dass einem gerade ins Knie geht. Okay, that's Wenn cool. man- Yeah. Wenn man mal ein bisschen bremst. That's a really cool mod, I must say. You took green, of course, right? Ja, klar. I'll show you his time attack car in a second and you'll understand why he likes green, but Genau. yeah. Ja, der Grund, warum wir heute überhaupt da sind, ist, wir haben zwar schon sehr viel geschrieben, sehr viel telefoniert, wirklich, aber noch nie in echt gesehen. Und weil wir in der Nähe da jetzt durchgefahren sind, haben wir entschieden, wir können mal schauen, woher dass wir immer unsere Felgen zugeschickt bekommen. Und darum danke, dass du uns auch den schönen Platz gezeigt hast. Yeah, thank you. It's really nice that him and his wife could come by as well. We've been working together for some time and we never saw each other. That's the problem of internet. So finally we could meet. I hope you enjoyed watching this awesome little car that he has. He really put a lot of effort in making it really awesome and very functional. And if you like more content of the GR Yaris, honestly, he's one of the guys that knows the most about them around this area in Switzerland. So I'll put a link to his YouTube channel actually above and in the description. So make sure to check him out. And
we were racing to who would get first 1,000 subs. I actually had way more than he had in the beginning, Yeah. so I lost. nah, but anyway, help him, let him get 1,000 as well, and he deserves it. He puts so much effort in his videos. So anyway, without further ado, thank you so much for watching, and I will see you next week.